So, willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind bei unserem zweiten Fall und wir müssen das Rätsel des verschwundenen Zuges lösen. Kutsche öffnen. Okay, da können wir... Mit der Kutsche können wir... Untersuchen Sie das Gleis in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. Okay, dann machen wir das doch mal. Läuft er mir hinterher jetzt oder nicht? Ticket Office, okay. Von wo kam denn der Zug? Von da oder von da? Ich glaube von da, oder? Ich habe voll mal nicht drauf geachtet. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers, nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Also doch mit meiner Ansicht, okay. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Okay, es gibt There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Ja, dann machen wir es doch mal. Also für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben zum zweiten Fall. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, die Dialoge nicht vorzulesen, weil die Charaktere das machen. Schon im Englischen, aber da muss ich nicht noch im Deutschen dazwischen quatschen und den Untertext, den Untertitel da vorlesen. Normal lese ich ja, aber hier sparen wir uns das mal. Hier rein. Hey, Station Master. Oh, was? Wo bist denn du? Oh, er ist gar nicht da. Bürotisch untersuchen. A new Message. telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bridlington. Und wer ist Mr. Robinson? Little Nottingham, London. Ach, Little. Line Nottingham, London. Type Train, Line Number 324. Composition Lokomotiv. Kohlewagen. Erste Klasse. Postwagen. Spezialwaggon. Ordered by Mr. Robinson. Second Class Car. Here is the train set. Aha, aha. Haben wir die Zugzusammenstellung? Fragen. Die Zugzusammenstellung. Lokomotive, Kohlewagen, erste Klassewagen, Postwagen, Sonderwagen, gebucht von zweite Klassewagen. Okay. Besorgen Sie sich eine Streckenkarte. Da sind wir dabei, da sind wir dabei. Wir sind hier noch ein bisschen am Suchen und dann durchwühlen hier einfach. Oh, A telegraph. Okay, Telegraph. Sonst ist hier nix. Hä? Okay, ist das die normal? Das ist so der Kundeneingang. Er sitzt am Fahrrad. Machen wir gleich, machen wir gleich. Erstmal gucken, wo wir noch hier reinkommen. Kiste ist verschlossen. Post Office. Railway post bags. Ja. Ist mit Sicherheit nix. Ja. Gibt's nichts Ungewöhnliches. Was haben wir noch hier? Genau. Irgendwas. Oh. Streckenkarte. This map will be useful.
dachte, ich soll mir die bei dem Hotel holen. Nottingham. Oh, Sherwood von Nottingham. Okay, dann. So, dann quatschen wir nochmal mit dem Typ. Ne, ich will nicht. Watson, geh weg. Watson. Kiste, geht nix, geht nix. Sonst haben wir... Was ist denn hier noch? Hallo, hallo. Oh, Gerümpel. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. Ich wollte gerade sagen, die Teile... This place serves as a storage area for the station. Aber... This part is probably from a locomotive. Aha, aha. Hier sind Teile von der Lokomotive. Zum Reparieren. So, Kollege. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Irgendwas kommt mir an dem Spanisch vor. Toll. Graue Haare? Das ist ein Hinweis? Ehrenbahnhofsvorsteher. Oh, okay. So, ich dachte, der Dreck ist wichtig. Erdspuren. Ehren. Aha. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Hab ich schon. Danke. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Mit Sicherheit nicht. Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Okay. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Machen wir. Machen wir. Geh mir, Watson, was ist denn? Geh mir da mal aus dem Weg, Mann. Oder müssen wir mit dem reden, weil hier sich so... Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ah, das klären wir auf. Ich wäre ja nicht umsonst der große Sherlock Holmes. Jetzt nehmen wir erstmal die Kutsche dorthin. Ah ja, da ist... Aha. Finden Sie heraus, was der Sonderwagen des verschwundenen Zuges transportiert. Sammeln Sie die Informationen über die Fahrgäste, die an Bord des verschwundenen Zuges waren. Okay. Machen wir, machen wir. Und für alle, die zuschauen, könnt ihr euch noch, also ich hatte das Spiel damals, das war in die gleiche Zeit raus wie damals, oh Gott,
Gott, da müsste ich mich jetzt mal schlau machen. Indiana Jones, das damalige. Da gab es auch einen Sherlock Holmes Teil. Oh, ich glaube, das gucke ich mal bis zur nächsten Folge. Das habe ich auch gespielt. Post Office. Railway postbags. Ja, ist nichts Ungewöhnliches. Hallo, schönen guten Tag. Ist der gleiche... Ah, hey, Watson. Gucken wir nochmal unsere Warenlage hier. So im Warehouse. Hier ist der Ofen an. Bei dem anderen Kerl war er aus. Ich will mich erst hier ein bisschen umgucken. Oh Gott, ich dachte, ich hing jetzt hier fest. Das wäre voll das Problem gewesen, weil springen geht nicht. Wir könnten nochmal da in das Haus gehen, oder? Wenn wir reinkommen. Wenn wir reinkommen. Was denn jetzt? Ich habe da gar nicht Tab gedrückt. Ah, ist verschlossen. Hä? Ich ärgere Watson ein bisschen. Oh, hier sind mehrere Häuser. Hallo? Kannst du mit dir reden? Ich glaube, das kann ich erst zum späteren Zeitpunkt. Ah, da ist ja jemand zum Quatschen. Mit dem reden wir jetzt mal, wenn das geht. Darf ich mit dir reden? Hey. Nee, darf ich nicht. Wütend der Fahrgast. Jetzt bin ich... This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Ich will ja hier keinen diffamieren, aber Deutsche Bahn kennt ihr? Was ist da? Da haben wir was. Da, verheirateter Ring. Hallo, hier bei uns. Graue Haut. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Okay. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Okay. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Okay. Ist das vielleicht ein Fall von Entführung? Um Geld zu erpressen? Ah, Mr. Robinson! Hey! Sie suche ich doch! Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Wow! Manieren hat er ja nicht, ne? You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right.
I have nothing to hide. Ach, auf einmal. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Okay. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Habe ich mir auch gerade gedacht. Es sind alle. Oh, was? Hä? Ah. Okay, gibt's hier noch keinen? Gibt's hier. Chilenen bleiben im Zug. Also, ich wollte gerade sagen, hä? Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur konnte sie übersehen haben. Nein, 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 nein. Ich glaube eher, das war Absicht. Dass der andere da mit Absicht rausgeholt wurde. Chilenen an Bord gelassen. Der Besitzer Chilenen wurde frostig an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Jawohl. Das glaube ich nämlich eher. Hier gibt es keine Verbindung mehr. Macht jetzt Sinn. Ich glaube das nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, es sind alle rausgelotst worden, die irgendetwas, die das irgendwie hätten vereiteln können. Ja, hier die gewöhnlichen Fahrgäste wurden rausgeholt. Er wurde rausgelockt unter falschem Vorwand. Damit wirklich nur noch die wohlhabenden Chilenen da an Bord sind. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherungsscheinnummer 256458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswerts. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Ja.
bietet Beweise. Okay, so fragen wir mit dem Kollegen, aber erst will ich hier wissen, was hier noch so. Achtung, Füße verbrennen, heiß. Sonst geht hier nichts. Das ist aber auch komisch, dass ich hier einfach so rein darf. Ja, also das ist völlig... Ich darf hier nirgendwo hin. Ich kann hier einfach reinspazieren. Ich kann hier einfach reinspazieren. Das ist, als wenn ich dir zugehören würde. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Ja, okay. Wir checken ihn erstmal ab. Erstmal abchecken hier. Junges Alter, ja toll, junges Alter, das sieht man ja auch so, ne? Saubere Kleidung. Vorschriften, okay. Tintenfleck, okay. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ich sag, Versicherungsschein. Unerfahrener Vorsteher. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. Wow. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Seltsames Telegramm, was? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay. Ich muss ja sagen, jetzt hier so der letzte Abschnitt, der war ganz schön viel lesen und viel reden. Dafür entschuldige ich mich, weil ich ja in der Zeit natürlich die Klappe halte. Und ja, ich hoffe, wenn wir hier das Gerede hinter uns haben, dass wir dann doch ein bisschen da den Hinweisen folgen können. Aber ich sehe die Fehler jetzt schon. Und mir dreht sich gerade der Magen um. Wir müssen da unbedingt hin. Ja, nach Chesterfield. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder in der Überlänge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.